da ist es, Gott sei Dank. Ich habe tatsächlich immer ein bisschen Angst am Anfang. Und ich glaube, wenn wir auch das eine Mal ein bisschen geduldiger gewesen wären, hätte es auch so geklappt. Bevor wir wirklich starten, wollte ich mir nochmal das Hintergrundbild ein bisschen angucken. Ob wir darauf erkennen können, wo wir wirklich spielen. Also zum Beispiel das hier sieht mir ja aus wie die Kirche. Das ist relativ einfach. Das wird dieser Fischmarkt sein. Das hier wird das Fellengebäude sein, oder? Wir haben diesen Turm, wo wir unser Date hatten. Das sind die Docks. Sieht man das Wollen in Rags irgendwo? Das wäre eine gute Frage. Das sieht aus wie ein bisschen so ein zugedecktes Gebäude. Ist das der Hafen? Nehmen wir stark an, das ist, wo Joyce sein ihr Schiff war. Holt man das Wollen? Er ist dann hier. So doch, das Wollen in Rags ist hier. Hier ist die Statue. Kann das sein, dass das die Position des Schützen ist? Kann das sein, dass wir gerade uns die Position des Schützen auf der Insel angucken? Durch die Schießscharte, die der aus dem Luftschutzbunker, nicht Luftschutz, aus dem Flakbunker hatte. Das wäre natürlich sehr gleichnishaft, aber ich könnte mir das gut vorstellen. Weil wir können ja hier die ganze Stadt sehen. Er hat gesagt, er konnte die Techno-Jünger sehen in dem Zelt. Ich glaube, das ist die Perspektive des Schützen, die wir haben. Der Point of View, genau. Also wir gucken, glaube ich, im Moment durch die Augen des Schützen, der den Soldaten umgebracht hat, oder den Söldner, oder wie wir ihn auch immer nennen wollen. Das finde ich schön. Okay, dann gucken wir mal. Ja, er hat ja gesagt, was er alles sehen kann. Es passt halt einfach auch zum Spiel. So, weiter. Now more loading. Und das Bild haben wir eigentlich schon häufiger gesehen und jetzt wissen wir ja auch, was es ist. Und hier sind wir lang gelatscht, hier hoch. Da sind wir. So, ich weiß nicht, ob ihr alles noch mitgekriegt habt, was wir zwischendurch gemacht haben, das letzte Mal. Also wir haben ja praktisch, sieh nur nach dem Deserteur, genau. Wir haben ja praktisch mit dem Deserteur gesprochen, wir haben ihm ein Geständnis aus der Nase gezogen. Ein schwieriger Charakter. Also teilweise konnte man mit ihm übereinstimmen, aber auch er war halt im Endeffekt ziemlich philosophisch verblendet, nenne ich es jetzt mal, kriegstraumatisiert. Und was ich schön fand, wir haben noch die Phasmide gesehen. Haben gesehen, dass anscheinend diese, wie soll man es nennen, Spezies viel, viel, viel länger schon da ist als der Mensch. Und die hat uns halt auch gesagt, oder die hat behauptet, dass der Mensch das Grau gebracht hätte. Was sehen wir denn hier? Wir sind guter Bulle. Haben 4 Leute getötet, 216 Fälle gelöst, 18 Jahre im Dienst. Sind sehr kommunistisch drauf. Muss zugeben, dass ich beim Nachstreamen eine Stunde Dialog mit ihm übersprungen habe. Ja, also da muss man halt auch wissen, wie sehr man auf vorgelesene Dialoge steht. Es war halt auch mega viel, dem halt Details aus der Nase ziehen. Das Ende war klar. Wir wussten, er war's. Wir wussten halt nur nicht, halt wo war noch hinter. Wir konnten ihn ja zum Beispiel mit der Machtübernahme in der Gewerkschaft verbinden und so. Da hat er auch was mit zu tun gehabt. Solche Sachen sind dann eventuell beim Durchskippen übrig geblieben. Aber ich glaube, wenn man nicht live dabei ist, ist es auch. Na. Das rechts ist ja jetzt praktisch unsere Personalakte, oder? Wir sind Lieutenant Harrier de Dubois, haben zweimal eine Beförderung ausgeschlagen. Was können wir denn noch sehen? Das ist, was wir alles erforscht haben.
Das ist so viel, was wir noch hätten erforschen können. Wenn wir jetzt am Ende sind. Und ich meine, das macht halt auch Sinn, weil wir müssten jetzt halt irgendwas hier rausschmeißen, um nochmal was Neues erforschen zu können. Ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht mehr. Ich werde mal trotzdem nochmal was in den Puffer tun. So, das vergessen wir mal. Und schmeißen rein die vermissten Abteilungen, die wir angefangen haben. Ich denke mal, dass alles, was wir sonst noch hier wissen, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Forschungsfelder. Das ist einmal nochmal das, was wir bisher erforscht haben. Das ist also tatsächlich was fürs 3., 4., 5. Durchspielen. Ganz schön hardcore. Ich bin natürlich gespannt, was hier überall an Lore hinterhängt. Die Litanei von Kontakt Mirko ist natürlich auch sehr interessant. Aber ehrlich, nee. Irgendwann ist wahrscheinlich auch mal gut. Wir werden mal nochmal unsere restlichen Punkte verteilen. Gucken wir mal, was wir brauchen könnten. Wo schmeißen wir denn noch mal was rein? Ausdauer, Schmerzgrenze, Elektrochemie. Ich würde sagen, Suggestion haben wir schon relativ hoch. Das ist alles relativ hoch. Wir hauen noch mal ein bisschen was in. Korpsgeist, Autorität und Empathie. Empathie ist nie verkehrt. So. Ziehen uns noch mal vernünftige Klamotten an. Ich weiß nicht, ob wir den Helm brauchen. Wir werden ja jetzt keinen großen Firefight mehr haben. Ich glaube, ich ziehe mal wieder unsere Polizistenklamotten an. So, Streifenmantel. Wo ist denn unsere Dienstmütze? Da. Waffe werden wir jetzt ja wohl nicht mehr brauchen, oder? Die stecken wir mal weg. Den Säbel, den lassen wir mal dran. Der ist ja nur zur Dekoration. Ja, wahrscheinlich brauchen wir ihn auch nicht. Okay, gehen wir mal wieder auf Frieden. Unser Qualsund nehmen wir natürlich mit. Was können wir noch brauchen? Gab es ein Kopp-Oberteil? Ich glaube nicht, ne? Verrücktes Top, Winterschal, Fallenshirt. Das ist wahrscheinlich so die Adidas-Variante, oder? Was wäre denn die unserer Welt-Variante für irgendeine angesagte Jogging-Anzugmarke? Bleiben wir mal so. Biker-Bullen, Sonnenbrille. Nice. So bleibt das. So. Sieht wieder einigermaßen vernünftig aus. Ja. Kurze Speicherung. Nur falls wir irgendwelche Kacke gebaut haben. Und dann sprechen wir mal mit dem Freund hier. Ich frage mich, ob wir halt unsere Verletzung hätten vermeiden können, wenn wir das komplette Set an Rüstung gehabt hätten. Was hätten wir dafür machen müssen? Ich glaube, dafür hätten wir am Anfang tatsächlich ja die Hose uns klauen müssen oder die Beinpanzer. Und dafür hätten wir auf jeden Fall Kim loswerden müssen. Oh, das wäre kompliziert gewesen. Das ist wieder sowas für den zweiten Durchlauf. Ich glaube, im ersten Durchlauf kann man das gar nicht richtig machen. Wir sprechen mal wieder. What is it? What do you want from me? I can't go. Doch.
Something is very wrong with him now. Was ist denn möglich, dass sie die Phasmide nicht gesehen haben? Mr. Darf? The man does not respond. He keeps staring, black eyes glazed over and bulging from their sockets, his gap-toothed mouth shaking. Ich glaube, der gute Mann, mit dem ist nicht mehr viel los. With fear and longing, like an addict of some terrible substance. Du wählst sie mit der Hand vor den Augen herum. A light shiver passes him, followed by nothing. His hand He's going into some kind of psychomotor immobility. The good news is, this solves our transportation problem. Doesn't it, Mr. Darf? Und der sagt gar nichts mehr. the trembling mouth appears to sigh. Der ist echt durch, der Gute. Between this and the broken tire he's used for a boat, I think it's safe to leave him here, while we go and get help. It will need to be medical first, I'm afraid. He stares into the reeds. Your words don't stir anything in him. Perhaps you should. Zeigst ihm das abmontierte Ziel. Das macht ja Sinn. Das Zielfernrohr, mit dem sollte er was anfangen können. I lost. He turns his eyes to the reeds again, as he's done so many times. Beige and white stripes. He lost the scope. Then it somehow made its way over there. With the help of a magpie phasmid. Magpie Phasmid. This sight is a T9, Mr. Dross. Was it attached to the rifle when you made the shot? Silence. Not even a sigh. No. You've gotten all you will out of this poor being. Ich glaube, mit dem Rest müssen wir nichts mehr anfangen. Grundsätzlich erstmal aus der Dross. The plastic cape flaps around his face in a gust of wind. His back is slouched and his mouth open. Bisschen Mitleid habe ich schon mit ihm. The blacks of his eyes are receding. His pupils are returning to normal. All mit dem day Angst? and shock. Ich glaube nicht, dass es an der Phasmide liegt. The appearance of the phasmid in conjunction with the stress of the arrest. He spent his entire life here. For him to leave would be... We should think about getting back to the mainland. To get help. He'll be safe here. If we don't take too long. Okay, dann lassen wir ihn mal hier. So, ich denke mal, wir haben alles gelootet. Ja, hier ist nichts mehr. Interessant, dass jetzt hier wieder alles schwarz geschaltet ist. Wo kommen wir denn da hin? Hier sind wir doch hergekommen, oder? Etwas tiefer. Da sind wir hergekommen. Denke ich. Wegfindung ist manchmal weird. Für Extrapunkte fürs Rennen kriegen? Wir sind eine Menge gerannt. So. Interessant, dass das hier jetzt alles wieder als unerforscht angezeigt wird. Oder irre ich mich? Ja, nee, sah nur vorhin so aus. Können wir irgendwie noch was machen? A dim golden glow animates the console. Faint, like a ghost light. Jean, the dial slides under the dusty glass, dark and silent, despite the power being on. You make out defunct stations on the UKV frequency. The words, failed insula, are Insular. This is an off. Das hatten wir alle it's schon. an air-gapped system.
And off-air, the dial slides under the dusty glass. Insular. Okay, hatten wir alles schon. Das haben wir erschöpfend behandelt, das Thema. Dann gehen wir mal raus. Machen wir alles von neuen Aufgaben. Nur die Rückkehr. Dann haben wir mehr oder weniger exakt eine Woche gebraucht. An einem Sonntag arbeiten wir auch. Das ist ja krass. So, wenn ich das richtig verstehe, auch wenn ich diesen eingeblendeten Texte richtig verstehe, ist ja mein Partner praktisch schon, der erwartet mich schon, sobald ich zurückkomme. Also mein alter Partner, der, ich habe vergessen, wie er hieß. Aber ich glaube, das sind halt die beiden Personen, die zwischendurch in Whirling in Rex war. Der Typ mit der Sonnenbrille war halt mein alter Partner vom 41. Und ich glaube, mit der Frau haben wir am ersten Tag über das Funkgerät gesprochen. The skiff is swaying on the waves by the dock. Mal gucken, ob wieder so eine epische Rückkehr kommt. Let's. We're done here. Ja. Wir fahren zurück. The skiff rocks gently under your weight as you get in. The ride back is uneventful and quiet. But for the sound of conversation on the water, there is someone inland waiting for you. Wir haben sie erwartet. 2 men and a woman stand on the concrete square of a nameless village, looking at a small yellow boat as it draws closer. The sea is calm. You reach the jetty and climb out of the skiff. Mal gespannt. Ich denke mal, das ist das Ende. Das wird ein kurzer Stream. Look what the tide brought him. Oh, in richtigen Klamotten, ohne Verkleidung. Sean mehr. Plötzlich entdeckt sich der neigt den Kopf zur I Seite. want to call you a teapot, but I'm honestly kind of impressed. No idea where you got all that gear, but there's no doubt in my mind that some bad people are looking for it. Also, you look like a fucking idiot. Selber. Whatever this is, it is completely unimportant compared to what you've just seen. Rüstung? Sonst scheint sich niemand dran zu stören. Oh, really? They don't seem bothered by it. That's because you're a cop in an exoskeleton. Ja, ich bin ein Bulle in einem verdammten Exoskelett. Actually, are you? Are you still a cop? There's so much disco going on, it's hard to tell. Was? Vic, calm down. We're not forgetting about anything. Look at you. We're not forgetting about it. Hello, I'm Trent Heilerstein. I believe we've met on several occasions. Ach, der Mann, der vor dem Feldgebäude rumlungerte. Bei dem wir uns teleportiert haben. I'm your goddamn partner, Jean-Vic Comar, and this is your special task force. Or what's left of it. Special Consultant Trent Heidelstein, Patrol Officer Judith Minot. Und sein Sohn, hatte der auch eine Aufgabe? Hi. We've come to scrape what's left of you off the pavement. Lieutenant Kim Kisuragi, Prison 57. We've just come from the island, where our investigation led us. Ich frage mich jetzt ernsthaft, ob die uns noch eine Erklärung dafür bringen, dass wir so abgefuckt sind. Ob es jetzt rein daran liegt, sag ich mal, dass die Träume wieder angefangen haben? Oder was auch immer? The scene is making even him feel as though he has to justify your actions. Ah, das ist das Endtribunal. We might need your help with something later. As if he recalled that he's in fact a decorated police lieutenant and not a naughty boy.
Das sind wir auch. But this is clearly a departmental matter, so I'm going to leave you to discuss it among yourselves. Danke, Lieutenant. It's good to meet you, Lieutenant Kitsuhagi. Ich finde das so schön, dass sie die Titel alle unterschiedlich aussprechen. Das gibt echt so ein Gefühl, als wäre das so ein Melting Pot. Der eine sagt Lieutenant, der andere sagt Lieutenant. Letting the lieutenant know he shouldn't feel embarrassed over the shitstorm that's about to befall you. What might be the problem? Harry, we want to help you. Trent, I believe this is where you come in? This is the horse-faced woman. I don't know why you named her that, but it was beyond idiotic. You should Yeah. never address her using those words again. Okay, das machen wir nicht. I don't quite know what I'm doing here. I was asked to participate as an expert. I think I need to manage your expectations a little. I'm at best an enthusiast in cognitive science. Ist er so ein psychologischer Berater? Zu gucken, ob wir total durchgeknallt sind, ob wir uns noch für den Polizeidienst eignen oder sowas? My background is in something else entirely. I engage in neurology on a merely theoretical level. In fact, I should probably get going. No, Trent, it's too late. You're part of this shit now. What have you got to say for yourself, shit kid? Shit geht. What does he have to say for himself? Das ist wieder He mental. left you to catch the bullets. Shit, kid. What an interesting moniker. Tut mir leid, dass ich sie vorher nicht erkannt. It's okay. I didn't come here to gloat or to fool you. Neither did he, actually. We're just worried. That's right. Worried. I'm always worried about you. Every time you don't show up to work, or when you do about stink. You're a worry fest. She's worried about you. I'm worried about you. Even Special Consultant Backpedal is worried about you. Everyone worries. Instead of working. Wir haben unseren Job hier gemacht. He's got a very, very solid case there. Actually, I've been trying to find a good moment to tell you. Yes, you often sound like a brutal idiot. Oh. Grüß Gott. You. Shit kid, that's you. Okay. Despite all that you've done, the deserter, the phasmid, the case, So, was ich gemacht habe? No. Because of all that you've done. Das macht Sinn. The cafeteria manager you fucked over told us where you went. Ich rette ihm den Namen, trotzdem hintergeht er mich? Trench. He didn't mention that. In fact, the establishment didn't look saved at all. There was a giant aerograffito in front of the building, mixed with blood. Das war eine jugendliche I Defense. don't know. It had shit kid written all over it. Ich hätte es verbrennen sollen, oder? Wieso kann ich damit? Das ist nicht mal. Nein, das sagen wir jetzt nicht. Trent Heidelstam ist also Sonderberater. Yes. I'm Trent Heilestam. I never said I wasn't Trent Heilestam. Und was ist mit dem Jungen? Michael? Michael's my son. No problem. Ja, was für eine Sonderberatung machen Sie denn? What indeed? I was asked to share my take on some of the more obscure theories developed in Königstein in the 30s, like partial psychotraumatic amnesia, group personality theory. He's here to see if you're insane. He's smart. Let's move on. Ja, okay. Sie haben ein Einsatzkommando erwähnt. Major Crimes Unit, under Lieutenant Dubois and Vicomar. Ring any bells? Können Sie meine Erinnerung auffrischen? Wer ist noch dabei? Refresh your memory? It's a goddamn Major Crimes Unit. There's you, me, Jude, Trent fucking Heidelstam, and Guillaume baby. I'm technically just a civilian advisor. Ist er wirklich einfach der Mentalist, den Sie übernommen haben? Oh, fuck you. You're part of this shit show. Wer ist Guillaume Bevy? Oh, that's an interesting story, actually. Guillaume Bevy is a police reporter who joined our team. He was really good. Then he left because he lost faith in your ability to lead the unit.
Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben auch eine sehr interessante Geschichte verpasst, die vor Disco Elysium gespielt hat. Other people have left too. Good, smart people. People we won't get back. Only me and this really patient patrol officer are still here. And Tron because I'm forcing him to stay. Do? It's a major crimes unit. We clear the desk of cases so Precinct 41 doesn't look like the worst station in town. We are shit tier now, Harry. Because of you. They're your posse, or what remains of it. Hand-picked, hand-lost. No. 41st isn't... Es hat ein Söldnertribunal gegeben. God damn it, Harry. You told us to fuck off. You said we're cramping your style. Your detective god. Fuck everything. All will burn. Detect or die. Wir sind so nicht mehr. Yes. You're sorry. You're the sorriest cop who ever lived. Nothing has changed, Harry. I've heard this repentance shit a million times over. Wir ziehen es trotzdem mal durch. Wir sind ja schließlich der Sorry-Cop. Das steht ja auch in unseren Charakterwerten. So, ne? Wir sind ein bedauernder Bulle. 20 Punkte auf bedauernder Bulle, ne? Nur 4 auf Apokalypse, 20 auf bedauernde. The bells aren't ringing because you have brain damage. Trant, this is where you come in. How bad is it? Well, he doesn't have visible tremors, he talks without slurring, he can drive a boat, he's standing, reasoning. All good signs, but complete retrograde amnesia, episodic and semantic. Meaning, you forgot both who you are and the definitions of money, e-solar, hell, and so on. Das stimmt. As displayed in the station call, our interactions with him, and I don't want to be a snitch, but also mine with him before when Harry did not seem to know who I was. It's all very interesting. Interesting? Yes, interesting. I have my theories, but I would like to hear Harry's thoughts first. Harry, what do you think happened to you? Neurologically, psychologically, and why not socioeconomically? Das ist natürlich interessant, dass er uns jetzt fragt, was wir glauben, was passiert ist. Mir ist etwas passiert, das so traurig war, dass ich einfach nicht mehr sich sein konnte. Es war ein Selbstschutzbekenntnis. Psychotraumatic amnesia, Trant? I can go for that. Shit kid is a broken man. Always has been. Who isn't? I know I am. But you know what? I keep my shit together. Also, I know a person can't wipe their own mind, however traumatic it gets. That doesn't happen. You're lying, or insane, or both. But Detective Gegner, he has blanked out before. Yes, a couple of times. After some of the more serious benders. One was after the 2 drunks case, the other when we looked into that mural. Stimmt ja, wir haben ja eine Fallakte gehabt, wo andere Fälle drin sind. Also rein theoretisch könnten sie ja zu jedem dieser Fälle nochmal Fälle machen, aber halt, du kannst ja nicht sowas Epiges, Weltdefinierendes nochmal machen. Ich glaube, Disco Elysium bleibt ein Einzelstück. So you don't remember not remembering. Beautiful. Interesting. So at first he dipped his toes into it, prepared. That's where he would have gotten the idea, yes. Practice. And then he used alcohol to get there, so to speak. What do you mean? Well, here's my theory. What if this is an absolutely normal reaction to the world we're living in? What if this is not a significant anomaly at all? Something to be explained, approached as a defect? Look at the sensory input here. Ja. Look at the ruins, the neon. Listen to the radio, the multitudes, the people. Live here for 40 years. As a police detective, he's like a magnetic reader on the world tape, to borrow a known metaphor. Ja. He's been pushed flat against Known Metaphor. total input. Immer auf ihn eingestellt. Hardwired to the free market.
He just needed for it to end. Okay, Trent, thank you. That's absolutely meaningless. I'm glad we brought you. Will he or will he not be able to work in the major crimes unit? Is he a cretin now? I want to know that. He's not a cretin, and he is able to do work. If not in his previous leadership role, then as a line detective. Leadership, now. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen zurücknehmen, oder? Nein. Nichts dagegen, was ein normaler Date. For now, I misphrased my question. It should have been, is he able to put his clothes on and use the potty? Or do we need to get him on a disability pension? Now nothing. Now we're just going to stand here. Du stehst nur da. Yeah. Just stand there. It's cool. No. Now we discuss that. What the fuck did you do to a motor carriage? Why is it there, Harry? Das war an der Zeit, Tequila Sunset. Ha. Ho, ho, ho. Tequila sunset. Not sunrise because you're almost dead. So funny, Harry. Thank you for fucking me. Thank you for destroying 45,000 real of police property that's coming out of my payslip. You know that, right? You're gonna get fired, and I'm gonna pay till I die. It doesn't matter. Your badge, Harry. Show me your badge. In a rush to demonstrate your badge, your eager fingers can't sustain a grip on the smooth plastic, and the badge slips out of your hand. Was? Ja. Das ist sonst sehr unprofessionell gewesen. Das Drama ist unnötig, ich habe den Ausweis, alles ist And your gut. gun. As if having your badge and gun are natural states, not achievements. Das wäre jetzt natürlich was gewesen, wenn wir das nicht gehabt hätten. Nettes abzufragen. What is it with all these material objects? Mein Offizier. He has it. And he didn't drop it. You're drunk like a bum, Harry. Put that thing away before you kill someone. Bin nicht besoffen, ich habe nicht wieder mit dem Saufen angefangen. So you forgot to drink? I don't buy it. Why do you smell like a corpse then? He's wounded. It's been a long week, and he's handled an actual corpse. Mein Geruch ist verglichen mit dem, was ich gerade entdeckt habe, völlig bedeutend. Es war eine ziemlich heftige Woche. A bit of a week? You let a suspect escape. A certain Ruby. You let her escape because you were too drunk to take her in. We've read the reports, Harry. Lieutenant Kitsuragis. We know. Nein, der Sauerstoff-Holocaust ist nicht wichtig. Sie wusste nicht, sie haben richtig ab Scheiße gebaut. Haben sie eine Ahnung, wie weh das tut? Nehmen wir mal das. Oh well, if you've learned your lesson. I'm not even gonna get into the 80 other suspects you failed to arrest. Or the fact that you're Everclear's little peony now, doing I don't know what for him. That's small-time stuff. That's a humorous anecdote. Compared to the 7 people who were gunned down, the streets are literally red with blood, Harry. It 6 Stück. Mass murder. He did everything he could. We did everything we could. The company hired and vetted mercenaries. Lieutenant Dubois got between them and the locals. Here comes the cavalry. He did so at considerable risk to his person. Remember, he was shot. We stopped an execution, not a negotiation. The loss of life was minimal compared to what it could have been. Trotzdem habe ich den Fall gelöst. Er ist gelöst. Detective, it's better. It's so much better if he does it. Thank you for the input, Lieutenant Kitsuragi. I didn't mean to suggest you didn't handle the situation.
He thinks of apologizing, but decides against it. You've spent the week with him on this case. What is your take? Oh, jetzt kommt's. Wir haben uns Mühe gegeben, oder? The case? Un lieutenant Geoffrey Dubois. Well, the drinking, the gun losing, also losing the badge. That's all true. Although he has not been drinking on the job this week. See? 1 week. Immerhin. Then there's the self-flagellation issue. He likes to apologize profusely, making it sound like he's guilty of at least first-degree murder. It's not a good communication strategy for an officer. It's worrying, especially considering his political views. Detective Dubois is, as you may know, a Mazovian socio-economist. He wants to liquidate the ruling class, which, again, for a police officer, is a little odd. You should yell something. Nein. Yes, let's let the big boys talk. Rhetorik, du sollst mich unterstützen. Du sollst mir nicht doofe Ideen in den Kopf setzen. Other still, he is also an ultra-liberal hustler who is always on the grind. How he reconciles these 2 points of view, I do not know. But he is vocal about both of them. And then there's the motor carriage in the sea, something I was not present for. But despite all this, he is a great detective, one of the best I have seen, in fact. Yep. He can talk human beings into telling him everything, and he doesn't stop. In all the time I've spent with him, he has not Schön. pursuing leads, however far-fetched and tangential. He is tireless, madly driven. Well, except that one time when he stopped to sing karaoke, which, by the way, I have to disagree with you, Mr. Vicmar, was a valiant effort. Ja. Okay, he did something. Siehst du, John? Wir haben uns echt Mühe gegeben. Other than that one time, he has tirelessly worked on the case, and he solved it. We have a confession, a murder weapon, and the perpetrator, locked on the island right now, awaiting. He apprehended a revolutionary brigade who stayed hidden for 50 years, ever since the revolution, who's probably committed other murders over those years. Oh, and he also discovered a new species. Es ist sehr viel besser, wenn Kim darüber redet und nicht wir. A new species? A colossal stick insect. It was on the island, camouflaged as a reed. It unfolded from the reeds. I think we may be dealing with the Insulindian phasmid. He takes out the photo of the phasmid and shows it to the officers across. Ein sehr schönes Foto. The wind blows, flapping the glossy rectangle in his hand. You hear gasps beneath the howling of the wind. As you can see, it's about 3 meters tall. In fact, we think it may be the largest land invertebrate ever discovered. Wir halten weiter die Klappe. Fucking hell is that? Is this somehow connected to the case? The killer did not seem to be aware of the phasmid's presence, exhibiting a strange, atypical dementia. He fell into a stupor after its appearance. He became near catatonic. Wahrscheinlich besteht kein unmittelbarer Zusammenhang, aber der Täter wusste, dass es sie gibt. So it is connected. Ha. I must say, this is absolutely extraordinary. I don't even have words for it. Da guckst du dran. Yes. It really does make it hard to fire the drunk. This is a very, very sad man who has just seen something that's made him forget his sadness. Ich glaube tatsächlich hinter seiner Sauertöpfigkeit. Wahrscheinlich ist er auch nur ein depressiver Polizist. Now you make your case. Now is the time. Now or never. Die ehemalige Chefin der Gewerkschaft wurde von so einem Täter getötet. This is a conversation for when we are no longer out in the open, in Martinez, where Evrard and Edgar Clare have ears everywhere. Ja, das stimmt. And eyes too. Your return from the island must not have gone unnoticed. Oh Gott, nicht noch eine Schießerei. Understood. Of course. But a case against Everard would be big.
I would prefer not to partake in anything union-related, for political neutrality. Für den Täter haben wir ein überzeugendes Motiv. Lilianovich. A revolutionary matronym. Revolutionäres Metronym? The custom started in Grad, where they have patronyms. Krasovich, Lasovich, etc. The revolutionaries saw this as a chauvinist atavism, so they used matronyms, derived from the mother's name instead. Okay. Lilianovich ist also Sohn der Lillian, was? This man's mother was Ja. Lilian. His Lilian's son, Lilianovich. The custom was overturned after the revolution failed, but not before it made it to Revachol. Interessant. So, it is what a soldier of the ICM would be called. Thank you, Trant. Thank you for that piece of cultural theory. You said you have a motive? Of course, excuse me, I just thought it was noteworthy. Mit den Söldnern getötet sollen. Gut, es ist beides möglich, oder? Es war beides. And it worked? You got a war going? Yes, until we stopped it. He saw the mercenary as an ennemi combatant. There's plenty for prosecution to pick from. As far as... Also, we have ballistics from the gun, matching the bullet found in the dead mercenary's head, and 2 officers on the scene that Mr. Dross confessed to. Ich meine, wir haben einen echt soliden Case gebaut. It's a clean win. Oh, it's way more than that. Way more. Getan, was ich konnte. Jede Sekunde war ein Kampf. I've never doubted you can pull yourself together and work. In bouts. Bouts don't last. I can still smell the booze on the wind. God damn it. Doesn't it ever leave? It is there. Like in your bones or something. Was fies. It will pass in time. Nein, der Nachtclub ist nicht wichtig. Und Tote auf der Identität haben bisher nicht gefunden. Yes. Fallen through a gap in a... The body was transported to Precinct 41, our morgue. I had Tilbrook and Mullins take care of funeral arrangements and family... Das war doch auch gut. You're not the only cop in the world, Harry. This all comes back to us. Pa, Still, good work with the missing person, detective. süße Mann. It's still a point for you. No denying it. Bei Kronos ist das wichtig? Who's Kuno? You don't want to know. You're right, Lieutenant. I don't. You snorted the drugs, I know you did. It's alright. I'm in. At this point, anything is but the drink. Okay. Das ist eigentlich egal, ne? How? It seems to be ongoing. I see red banners on the gates. He didn't quite solve it. He cross-pollinated information between the company rep and Evrard, until the rep came to see that the Union desires war, at which point Mrs. Messier decided to... What? Hand clear the terminal. Sounds like you got played, Harry. Because you were off your tits on Al Ghul. Da wissen Sie über Alkohol Bescheid. It doesn't matter how we know about Al Ghul. What matters is, you're Everett Clare's peony now. Just as I said. He's a mob boss, did you know? Is that why you want us to investigate the assassination of the previous Union head thing? To get off Everett's hook? No, it's nothing like that. He was reckless with information, but ethical. We don't owe anyone anything.
This allowed us to stabilize things in Martinez. So sieht's nämlich aus. God, calm down, Jean. Vielen Dank, Judith. Silence. Good. The man doesn't know what to say. I don't want to, but you discovered a new species and solved the murder. So I have to. Jude, Anything that ends the trial is okay with me. You haven't been drinking, she thinks. So, maybe this time. Diesmal ziehen wir's durch. Agreed. The public relations potential of this is too valuable to let go. okay. We have vehicles in the square, and the perpetrator needs to be taken into custody. Let's go. Und noch was kommt nach diesem Punkt? Now you will finally get to know who you are. Warten Sie, bevor wir aufbrechen, habe ich noch ein paar Fragen zu meiner The Person. man looks westward, jingling his car keys in his pocket. Wer bin ich? Are you? You're a gym teacher, Harry. Well, obviously you're not a gym teacher anymore, but Before you were a cop, you were a gym teacher. and- Echt? It's getting really cold outside. Should we maybe... Das erklärt so einiges. It explains everything. The running around, the jumping, the bicep girth, your inexplicable facial hair. The fact that you don't seem to know what homosexuality is, and your moves on the church floor, which honestly were just jump aerobics. Jetzt ergibt alles einen Sinn. God, even this javelin throwing freak here. Oh Gott, Kontakt, Mirko. Of course. Contact Mike. he's been on about Mike again. I hate that guy. Kontakt Mirko ist eine Reprise des inspirierendsten Sportprinzips des freien Wettbewerbs. Ein Außenseiter von 5000:1. Was? In Courant? Dort war ich Sportlehrer? Yes, you taught gym in school. I believe that's the term. Taught gym at a high school. You were The smell of sweat and glue, the worn floorboards. Das ist interessant. Ob sich das wohl ändert, wenn wir nicht so viel rennen? Kuro is just east of Jamrock. It was a short walk every morning to the baseball field or the sports Interessant. building. High school. Harry, your goings on with Kuno, Andre, Assel, the whole thing on the ice. That's why you are so juvie. Wir sind Juvie. Okay, da finde ich die zu jugendlichen Straftätern. His Okay. smirk suggests barely contained laughter. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Tut es? Warum bin ich dann zum BMR gegangen? the regular. You found some chick. She inspired you to fight the big fight. Be more than you are. All that. You, every morning, walking from Voyager Road to teach gym. She, leaving for the academy with her spring coat on. The air filled with the smell of smoke and raspberries and incredible hope. Ich dachte, sie hätten nicht Aprikosen gerochen. Full of hope. Oder ist das jemand anders gewesen jetzt? Bei Dolores Day, also wer auch immer das in Wahrheit ist, sie roch doch nach Aprikosen, oder? Wann war das? Your 20s or late 20s. You've really let yourself go since then. Takt Mirko. You don't say. Does he also vault an impassable gulf of finance and privilege? It is getting cold out. Ja, wir gehen ja schon. I knew it. I knew no normal human being can run like that. Ach, herrlich. Warum bin ich so? Mystery. Some chick fucked you over. Also, you were drunk. You really went with it too. Really maximized the damage. Ist sie Dora? Yeah. Dora England, I think. Ah, okay. Not Dora Dubois. Waren also noch nicht mal verheiratet. No one is married anymore. This is Revachol. Und wann? God, I don't know. 6 years ago, she was way before my time.
Oh Gott, wenn wir 20 Jahre brauchen, noch um über sie drüber zu kommen. 6 years and you haven't gotten over it. What the hell is wrong with you? Vor 6 Jahren? Yeah. Or 7. You're not doing too good there. It's an old man thing. 2 old years equals 1 normal year. That and the Rangalon really tore you a new one. A big one. Wer war sie? Incredibly bangable. Nein, ich meine, das hat sie gemacht. She was incredibly fuckable. Oh, Beautiful bourgeois woman. Wayfish. Like a Welkin, basically. also ein Welkin ist wahrscheinlich in dieser Welt ein Elf? Snow Welkin. Blonde Welkin. Heartbreak Welkin. Pain Welkin. Ja, ist ja gut, ich weiß. Ihr seid alle etwas beeindruckt von der Erfahrung. I've only seen a picture, but it's obvious you formed a real spiritual connection with how pretty she was. One you never recuperated from. Look, the sun is going down. It's time to go home. I think she taught in the Académie des Arts, east of the river. Way east. Hard to say which came first, the middle-class chick or the drink. Egg and the chicken kind of thing. My point is, you need to see a psychiatrist about this shit. Not a psychologist. Several degrees harder. Is there something harder than a psychiatrist? A forensic psychiatrist? Go talk to that. Hat der nochmal extra gute Drogen? In other words, he's heard enough about this. Bin ich ein korrupter Bulle, der für Lapota Madra arbeitet? No. You're too unstable to work for a mob boss. You're suicidal, Harry. No mob boss would take you. Ja, okay. I assure you, I wouldn't consult for a corrupt unit. Na gut. I told you it's not that bad. Was für ein Revier ist das 41.? With the bloody murder station, haven't you heard? With the bad guys. No one likes us. That's not true. Jamrock is too big for one precinct. You are just understaffed. And everyone respects the 41st. You have Captain Price. Thank you, Lieutenant. You're being kind. It is an understaffed station and the district is too big, which is why we need to... Ja, was wir hinter machen müssen. Back to it. We left Torsen and McLean to run the Sea Wing. It's not... McLean! Thorsten und McLean? Mac the Torso Torsen and Chester McLean. They're not fit to run a wing. Believe me. Things are shaky as it is. Ja, ein Tag wird's wohl gehen, oder? They are damn iconic though. Torsen and McLean. Ein ikonisches Duo, nehme ich an. Yeah, not like us. Two clinically depressed old men. Where's the contrast here? We are garbage. Okay, die beiden sind die jungen Superstars und wir sind die alternden, weisen Männer, die ziemlich abgefuckt sind. God. There are 4 wings, Harry. A, B, C, and D. We're in C. It's made of losers and clock punchers. You and I reconceptualized it as a task force. It was a mistake. Was? There's also a lot of outside help involved, not only me. Other losers too. He's anything but a loser. Although he would like to be seen as one. It's cooler that way. Und Price? Price? He's the son of the old Price, one of the founders of the RCM. Ah. He's one of the most highly regarded men in the force. You're lucky. Somewhere under the curved roof of a former silk factory shaped like a ladybird with 2 chimneys, Police Captain Ptolemy Price sits behind a heavy wooden desk. Resident medic Nix Gottlieb pours him coffee. It's silence in his office. They speak of change, the city, the tension on the streets. They speak of the events of April and Haben wir in letzter Zeit in der Kirche rumgeballert? So he remembers that. Yes, there may have been a raid on some churches. It wasn't good press. Shooting up churches never is. I was out of town, to be clear. Our enemies were hiding in a church, to the best of our information. That's it. I'm not talking about this anymore. Your security clearance is shit tier right now. You have to wait for it to go up. Na gut. he means it. The RCM and its enemies will not be discussed on this coast. Okay. Clearance will not go up while you're within earshot of the Union headquarters. Ich arbeite also für das mörderische Revier. Okay. It's not the bloody murder station.
It's an old converted silk mill with green desk lamps and a coffee corner. A lot of good people work there, hard, every day. Respect. Jamrock is the largest ghetto in Rivershore. Faubourg, technically, but it's divided into 11 districts. Jamrock only has us. The press will blow over. Jamrock is lucky to have you, and it's often considered to be the greatest of the districts. Nice. Lucky to have it. Thank you again, Lieutenant. Ich muss Lena von ihr erzählen. Who is Lena? She lives at 1113 Tabernacle Road in Jamrock. Remember? Ja. Tabernacle? It's on the way over. Near where you live on Perdition. Fine, if we're gonna drop you off anyway. Ich meine, wir haben kein... Gut, Kim hätte uns nach Hause fahren können, ja. She and her husband were conducting the search for the phasmid. It's their discovery, in part. They should know as soon as possible. It would do you good to deliver some positive news for a change. Das stimmt. She is going to be over the moon. Lieutenant Kitsuragi, was machen Sie denn jetzt? Well, first I will go back to my station and write the most detailed report anyone has ever seen. It will have to be good to cover all these. Then I will have a serious talk with my captain. Kommst du zu uns? Detective, we just stopped a small-scale war. Something is happening to Revachol. Ich dachte, du möchtest zu uns transferieren, um unser Superpartner zu werden. I don't know what yet, but it's going to be a hard spring for the RCM. We need to get ready, infiltrate, investigate. Wie wär's, wenn Sie das auf dem 41. machen? Talk to Captain Price? I'd rather not ruffle the feathers of two captains with my... Nein. Kim, du bist doch nicht doof. Du sollst mit uns zusammenarbeiten. Weil du bist halt echt so. Du bist der coolste Partner überhaupt. Wir wollen... Gut, der passt zwar zu uns, der Herr Wickmer, aber halt, du bist viel cooler. Work with Price? I'm flattered, but I don't know if I... Would fit in. And crazy enough. Can take the stress. He doesn't know how to finish the sentence. This truly came as a surprise to him. Not a bad one. Ja. But he's at a loss. Flattered? You're Lieutenant Kitsuragi. We would be flattered if you even considered. Das stimmt. I would have to tie things up in GRIH first. But, I mean, whatever is coming, Jamrock will be more central to it than the harbor. And we also have a huge caseload, Lieutenant. Piles that we need to get back to. Mountain. I do like the sound of that. Akten sind sein Ding. He's really considering it. Nice. Good. So, los geht's. Fuck it, let's go. Trump brought his motor carriage. It's a 20-minute drive to Jamrock. Under the evening sky, the great district turns on its lights. A chessboard of wooden houses, 80,000 living souls inside. Fire traps as far as the eye can see, from Main Street to Precinct 41 atop the motorway, to Boogie Street disappearing into the rain on the horizon. You close your eyes and hear the dogs bark. A lone woman sits by a factory window, dreaming of meteorite strikes. On Rue de Saint-Jérôme, a square bullet slides into a square-shaped chamber. In Old South, a man without eyelids smiles. Spring has come. It's time. Okay. Das klingt nach Material für 15 Fortsetzungen, von denen wir keine sehen werden. Dawson? Yes. McLean? Yes. Heidelstein? No. Wickmer? Yes. Dubois? Of course. Really? Nix Gottlieb looks up from the list. I hear he's unstable. You say that like it's a bad thing. Captain Potomny Price gestures with a ballpoint pen. It's dim in his office, and the curtains are drawn. Harry's our man. He'll pull through. When he does, he'll side with the people. Understood. Gottlieb returns to the list. Minna? Of course. Ist der gute Captain Price ein Revolutionär? Oh oh.
da zieht sich was zusammen und wir sind dabei. Wonderful. Then can we please just go back to Jamrock now? Da sind wir. Das hat nicht ganz geklappt mit der Tür. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das war's mit Disco Elysium. Ich glaube, auch hier ist ein Applaus in Order. Ein wundervolles Spiel. Es war doch noch eine ganze Stunde, ja. Ja. Also hatte ich erst gedacht, naja, hätten wir ja das letzte Mal noch einfach durchziehen können, aber das wäre doch zu viel gewesen. Dann hätten wir ja 8 Stunden gestreamt. Es waren alle schon am Schlafen. Lieber so, machen wir einen kürzeren Stream. Ich bin mal gespannt, ob es noch so eine Art New Game Plus kommt. Additional Development by the Knights of Unity. Ah, Unity Engine, verstehe. Und was die, ich meine, die haben ja erst für den Final Cut einen Großteil der ganzen Stimmen aufgenommen. Boah, das muss eine mega Arbeit gewesen sein. Ich fand es auch schön, dass es sich halt sehr, kann man das sagen, dass es sehr europäisch anfühlte? Also es war halt einfach ein bisschen anders. Von den verschiedenen Ansichten, die drin waren, die auch halt gar nicht so stark gewertet wurden. Dass die ganzen zusätzlichen Dialoge man anders gespielt hätte. Ja, da muss noch mega viel an Dialogen drinstecken. Ich meine, ihr habt ja gesehen, was wir alleine an verschiedenen Wissensstufen nicht erforscht haben. Also da hätte man ja, ich glaube, da wäre locker noch ein ganzer Playthrough drin gewesen. Ich sag mal, so ein paar kleine Fehler, na, das ist halt, das kann man einfach mal verknusen. Boah, so viele Stimmen. Und ich mochte es einfach, wie sie halt einfach mit den Akzenten gespielt haben. Gary, der Kryptofaschist, oh Mann. Sona, die Programmiererin. Sie haben auch ein paar Stimmen wohl, neu gecastet. Ich denke mal, das liegt daran, dass halt die Leute vielleicht früher 3 Sätze gesagt haben, aber ob es dann wirklich für einen kompletten Voice-Track gereicht hätte, muss man natürlich sagen. Plaisance. Beautiful Necktie. Die haben die ganzen Fähigkeiten gesprochen. Und so viele kleine... Oh, wow. Immer wenn ich sehe, dass die Leute 6, 7 Stimmen übernommen haben, bin ich ein bisschen impressed. Novelty Dice Maker. Gucken, ob ich überhaupt noch von allen weiß, wer sie sind. Ja, doch. Geht. Mega Rich Lightbending Guy.
fand ich auch scary, ist die insulinische Repeater Station. Sonst mit wem haben wir denn wenig gesprochen? Ja gut, Measurehead, den konnte ich nicht ertragen. La Revacholière. Okay. Ich blende euch mal wieder ein. Zip, zip. Gucken. Es muss ja 3 Millionen Übersetzungen geben. Also vor allem was mega geil funktioniert hat in diesem Spiel, war, wie die mit Text umgegangen sind. Ich habe das ja schon mal am Anfang gesagt, dass halt Text nervig ist, wenn der halt so breit ist. So, ich sag mal, das klassische Final Fantasy, weil dann guckst du runter und machst so, aha, aha, aha. Und mit diesem Twitter-mäßigen Streifen auf der rechten Seite, das hat mega gut funktioniert. Also ich konnte halt einfach schön in einer Richtung von oben nach unten lesen. Und wenn ich halt zwischendurch mal die Leute mir nochmal angucken wollte, wo sich ja eh nie viel getan hat, konnte ich mal kurz rüber gucken. Aber ich hatte immer schön den Text im Fokus. Das können die gerne bei zukünftigen Spielen wieder so machen. Oder können sich auch gerne mal textlastige Rollenspiele was von abgucken. Auch schön, dass man halt hochscrollen konnte innerhalb des Dialogs. Das wäre mega. Was mir da noch gefallen hätte, wäre, wenn es so ein durchgehender Dialog gewesen wäre. Also wie so ein Protokoll. Damit ich mir auch nochmal das letzte Gespräch angucken kann. Ich möchte auch nochmal den Disco-Proto-Hardcore-Rave-Musik hören. Das ist für mich auch die Quest, die am ehesten im Kopf bleiben wird. Also da waren ein paar coole Nebenquests drin, aber das war die Quest, die bei mir im Kopf geblieben ist, mit den Ravern. Proofreaders, sehr wichtig. Das habe ich zum Original gelesen, dass da noch relativ viele Probleme drin waren, vom Text her, also Rechtschreibfehler und sowas. Und da hatten wir ja jetzt extrem wenig drin. Es waren ein paar Sachen drin, hier und da mal. Aber halt in so einer Masse, mit einem relativ überschaubaren Team, boah, super gemacht. Gucken, kenne ich irgendjemand? Tillmann Löffler? Nee, sagt mir jetzt so nix. Ein paar Leute kennt man ja schon. Das war ein relativ kleines Team, das die deutsche Übersetzung gemacht hat. Aber gut, sie brauchten ja nicht nochmal kompletten Sprecherriege. Das wäre wirklich ein bisschen Matsch gewesen, jetzt noch deutsche Sprecher dafür zu casten. Tastronic. 3 Millionen Sprachen später. Und noch was nach dem Abspann kommt? Jetzt sind wir schon wieder bei technischen Credits, ne? Okay, also die Sprachen sind durch. Mal so bei modernen Spielen Sprachen, teilweise Musik, einstützende Neubauten, Logo. Wo war das denn? Okay. Zeug von einstützenden Neubauten drin. Also passt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Also es ist ja bei Spielen immer so halt 3 Millionen Leute QA-Stuff, die ganzen Songs, die ganzen Übersetzer und auch noch, was gerne in modernen Spielen ist, in modernen Indie-Spielen ist, 30 Minuten lang Leute, die die Patreon-Kampagne gebackt haben oder den Kickstarter. Mankind, be vigilant, we loved you.
Das war's. Gibt's ein New Game Plus? Ich glaube nicht, dass es ein New Game Plus gibt. Auch mal probieren, ob es New Game Plus gibt. Ich denke mal, wenn wir jetzt weiter klicken, sind wir einfach nur auf dem letzten Spielstand. Das wäre natürlich krass, wenn man sozusagen alles nochmal als alle Fäden erforschen könnte. Ne, ist tatsächlich der allerletzte Spielstand. Na, schaffen wir es ins Hauptmenü? Ja, wir schaffen es ins Hauptmenü. Cool. Dann schalte ich mal wieder auf den Hauptstream um. Ich muss das nochmal ausprobieren. Ach, das war doch nett. Ich bin versucht zu sagen, lass uns doch mal heute was bei einem kurzen Stream lassen. Jetzt haben wir zwar nur etwas über ein Stündchen gespielt. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt noch was Neues anfangen. Ich denke, wir sollten mit dem guten Gefühl rausgehen, Disco Elysium beendet zu haben. Und das nächste Mal einfach uns was Neues aussuchen.